jetzt hier Miranda von Taiwan Foodie. Heute möchte ich euch ein Gericht zeigen. Dieses Gericht ist dann in Taiwan oft, wenn da so Festlichkeit kommt, dann isst man das als eine Hauptspeise oder Beilage, unterschiedlich. Zum Beispiel Hochzeit oder wenn das Kind 1 Jahr alt ist, 1 Monat alt ist, da gibt es immer so besondere Momente, das muss man irgendwie Essen vorbereitet und dann gemeinsam mit der Familie teilen oder Freundschaft. Und dieser Gericht heißt You Fan. Das ist ein bisschen ähnlich wie den Zongzi, das ich vorher schon gezeigt habe. Nur dieser Gericht wird nicht in dem Bambusblätter zusammengepackt und gekocht, sondern das ist einfach nur so auf dem Dampfgerät so gekocht. Das ist natürlich auch einfacher und deswegen dieser You Fan wird dann sehr oft auch für normale Alltag gegessen. Und das immer, wenn das auf den Tisch kommt, dann immer so ein Highlight, weil das ist ein bisschen aufwendig. Und heute zeige ich euch genau, wie das geht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden, diese You Fan zu machen. Ich zeige euch heute so einen Weg, das ich persönlich finde, das ist zwar vielleicht ein bisschen aufwendig, aber man garantiert, dass das immer eine gute You Fan dann danach gemacht wird. Man braucht hier für Langkorn-Krebsreis ungefähr 3 Tassen, als das noch trocken war. Und das ist so ca. 450 Gramm. Und ihr seht das hier, das ist diese Langkorn, nicht diese Rundkorn, das wir oft essen. Und das ist auch eine spezielle Reissorte, heißt Klebereis. Und ich habe das hier ca. 5 Stunden vorher im kalten Wasser eingelegt. Man kann auch über Nacht einlegen lassen und auf jeden Fall danach dann Wasser wegkippen. Zusätzlich brauchen wir noch ca. 200 bis 250 Gramm Fleisch, sehr, sehr fein und länglich so geschnitten. Ich habe hier so getrocknete Pilze im Wasser schon weich eingelegt. Trockene Pilze sieht das in der Packung aus. Also ich habe hier diese große Stück, deswegen habe ich so ca. 4. Und wenn ihr solche kleine Shiitake getrocknete gekauft bekommt, dann vielleicht verwendet ihr etwa 6 bis 7. Und das ist sehr, sehr trocken, muss man in kaltes Wasser ca. halbe Stunde bis 1 Stunde vorab schon mal im Wasser einlegen, damit das einweicht. Nach dem Einlegen kann man das Wasser auspressen und dann kommt dieser Zustand. Dazu brauchen wir ca. halbe Tasse Schalotten, sehr, sehr fein geschnitten und ca. 1/4 Tasse getrocknete Shrimps. Das ist in der Asien-Supermarkt ab und zu kann man finden in den Tiefkühlfach. Und das muss man natürlich auch im Wasser 1 Stunde vorher eingelegt, eingeweicht und dann nach Wasser ausgepresst von den Garnelen. Und wenn man das nicht findet, kann man auch das als optional Zutaten verwenden. Das muss man nicht unbedingt reintun. Für Gewürze brauchen wir halbe Teelöffel Salz, halbe Teelöffel 5 Gewürzepulver, 1 Teelöffel Zucker, 2 Esslöffel Reiswein oder auch Wasser, je nachdem wie ihr möchtet, 2 Esslöffel Sojasauce. Für diese Methode, was ich mache, brauchen wir ein Dampfgerät. Ich habe hier so einen Topf gekauft, das ist eigentlich ziemlich einfaches Dampfgerät. Unten ist so für das Wasser so ein normaler Topf und dazwischen gibt es so unterschiedliche Dampfebenen. Ich glaube, ich habe 3-fach oder 4-fach und jetzt verwende ich nur einfach. Man sieht, da gibt es Löcher da in der Mitte. Um dieser Reis überhaupt hier oben zu bleiben, brauchen wir so ein Käsetuch. Das kann auch ein normales Tuch, was ihr verwendet für Kochen, das ist egal. Hauptsache, jetzt müssen wir erstmal das nass machen und dann trocknen lassen. Ich habe jetzt mein Tuch jetzt nass gemacht und dann, was man macht, ist halt einfach diese Dampfebene einfach so drauflegen und dann diese schon eingeweichte Langkorn-Klebereis einfach reintun und grob verteilen. So, mit dem Finger ein bisschen verteilen, dass das ebenmäßig verteilt ist. Und vorhin diese halbe Teelöffel Salz einfach rüberstreuen. Und dann packt man dieses Tuch wieder zusammen, Decke zu, lassen wir genügend Wasser hier unten. Wir machen dann hohe Hitze. Erst nach dem Dampfauftritt zählen wir die Zeit. 30 Minuten müssen wir diesen Reis dämpfen lassen. Der Dampf kommt und jetzt zählen wir 30 Minuten.
Reis ist jetzt in den Dampfgerät. Zwischenzeitlich können wir schon für unsere Soße oder Topping schon mal vorbereiten. Ich habe vorhin ja diese Shiitake-Pilze nur so das Wasser ausgepresst. Das ist jetzt noch ein großes Stück. Und wir lassen jetzt erstmal die gut schneiden. Manche Shiitake-Pilze gibt es hier ein sehr, sehr hart und langes Stück. Und das kann man einfach so wegschneiden. Und danach macht man nur so feine, längliche Scheiben. So sieht das aus. Jetzt braten wir diese Topping. Etwas Öl in eine bis mittelhohe Hitzepfanne einfach reintun und wir werden alle Zutaten sehr, sehr scharf anbraten. Erstmal Schalotten reinmachen. Wir braten die Schalottenstücke etwas bis zum leicht braun und ein bisschen knusprig. In Taiwan gibt es in den Supermarkt diese gebackenen Schalotten. Das ist sehr einfach, kann man direkt das verwenden. Aber hier in Deutschland, in Asien-Supermarkt sehe ich das kaum, dass es vorher schon gebackene Schalotten gibt. Deswegen brate ich immer so frische Schalottenstücke. Man sieht ja, meine Schalotten ist schon hellbraun. Und bevor das schon alle so angebrannt ist, dann soll man die nächsten Zutaten reinkommen. Also die Garnelen und Pilze kann man reintun. Man kann beim Bedarf noch ein bisschen mehr Öl reintun. Sobald man diese Garnelen und Pilze Duft und Aroma richtig riecht, dann kann man da alle zur Seite schieben. Und wir braten dann Fleisch in eine Seite. Ein Schluck Öl rein und jetzt Fleisch rein. Erst beim Braten gibt es ganz viel Flüssigkeit von dem Fleisch raus. Deswegen kommt ganz viel Wasser raus von dem Fleisch. Und wir braten, bis diese Flüssigkeit hier alle trocken ist. Man sieht ja jetzt, diese Flüssigkeit aus dem Fleisch ist alle verdampft. Und jetzt, diese ist nur Fett von dem Fleisch. Und jetzt können wir die Soße reintun. Erstmal zur Seite tun immer noch und dann lassen wir hier Sojasauce, Reiswein, erstmal mit dem Fleisch vermengen und dann alle Zutaten zusammenrühren. Zum Schluss unsere 5 Gewürzpulver und Zucker. Und das ist unsere Topping fertig. Unser Klebereis ist fertig gedämpft. Jetzt können wir zusammen machen. Wir können ein bisschen mischen, weil wir haben ja Salz drauf gestreut. Und auch vorhin, was wir gebratene Topping hier rein. Das ist fertig. Taiwan Youfan. Jetzt können wir endlich essen. Das ist sehr schwierig jetzt nach einem Beiß. Muss ich Schluss machen mit dem Video, weil ich möchte eigentlich weiter essen. Youfan ist sehr einfach. Man braucht nur diese kleinen Schritte aufpassen, was man machen muss. Zum Beispiel Reis muss man vorher einweichen lassen, gleich wie den Pilze und den getrockneten Garnelen. Ansonsten, das ist eigentlich nur Reis dämpfen und dann den Topping braten, am Ende nur zusammenführen. Und dann hat man so ein leckeres Essen und das kann man natürlich auch für Besuch oder für Festlichkeit auch ohne Problem so schön auf den Essenstisch zu bringen. Ich hoffe, ihr gefällt mein Rezept und mein Video von heute. Nicht vergessen Daumen hoch und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!